Hallo zusammen und herzlich willkommen bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute verkosten wir wieder ein paar Karamellmalze und zwar im direkten Vergleich bei gleicher Farbe. Dieses Mal haben wir die Karamellmalze mit 150 EBC, also im Englischen auch so eine Art Medium Crystal Malt, aber eben ein bisschen dunkler als das, was man im Deutschen mit 120 EBC eher kennt. Und da gibt es auch deutsche Vertreter mit der gleichen Farbe oder fast der gleichen Farbe und dementsprechend kann man das gut vergleichen. Ich habe hier wieder einmal das helle Bier im Vergleich. Meine Testbiere sind immer nur Pale Ale Malz und ein Bitterhopfen, vergoren mit der S04. Hier habe ich einen Auszug von dem Bestmalz Caramel Munich 3 hinzugefügt, 150 EBC. Das ist hier unser einsamer Vertreter der deutschen Sorten, denn anders als bei den anderen Malzen ist tatsächlich das Weyermann mit der gleichen Farbe etwas schwieriger zu erhalten. Und ich habe jetzt nicht extra einen neuen Shop mit einem neuen Konto und Porto und allem nur für diese eine Tüte mit 100 Gramm eingerichtet. Das wollte ich mir sparen. Stattdessen habe ich hier einen direkten Vergleich von zwei englischen Malzen, auf die ich mich wirklich freue. Die heißen zwar auch beide Crystal 150, sind aber natürlich mit dem englischen System von EBC, also dem Institute of Brewing, gemessen und dementsprechend sind die eher bei 165 bis 170 EBC. Das Crisp heißt tatsächlich Light Crystal, aber das Light ist halt eben an der Stelle sehr irreführend und das Warminster heißt einfach nur Crystal 150. Perfekt. Crisp ist das, was Fuller's zum Beispiel benutzt und Sandbrooks Brewery in London und einige andere, bei denen weiß ich das definitiv. Das ist das, was von vielen da entsprechend empfohlen wird, wenn man das nachbrauen möchte. Und das Warminster ist das, was man in Deutschland relativ gut bekommt. Ich glaube, braummischung.de ist da der Händler der Wahl. So, wie immer, vielleicht habt ihr die anderen Videos auch schon geguckt, dann kennt ihr die Geschichte. Wir probieren einmal das Helle und gucken mal, dass wir uns darauf kalibrieren. Also übrigens, dieses Set musste ich einmal komplett nochmal machen, weil es tatsächlich einmal Essig geworden ist. Es ist immer, wenn ich so viele kleine Sude mache in irgendwelchen offenen Behältern, nicht wirklich sicher. Ja, schöner keksiger Geruch. Das ist ja diesmal super frisch und lecker. Herrlich. Schön cremig. Das habe ich auch nicht immer bei diesen Testbieren, die ja manchmal dann so ein bisschen, ja, ein bisschen einfacher schmecken. Die sind jetzt wirklich, das wirkt so richtig frisch und fruchtig auf so eine ganz interessante Art und Weise. Ich nehme an, sonst habe ich die auch immer länger im Keller stehen gelassen. So, dann gucken wir mal nach dem deutschen Vertreter. Bestmals Caramel Munich 3. Ja, es riecht nach Karamellmalz. Das ist jetzt nicht so eindeutig, dass ich direkt sagen könnte, was für eine Art von Aromen ich da merke. Ich glaube, das geht schon so in die Richtung, die wir kennen. Ein bisschen Frucht, ein bisschen karamellig. Nichts, was sich so eindeutig in eine der beiden Kategorien ordnen lässt. Ist lecker. Und zwar haben wir jetzt hier wirklich noch so einen Anklang von Früchten, die schon so dunkler sind. Also tatsächlich erinnert mich das jetzt auch so ein bisschen an die getrocknete Aprikose, die ich beim Weyermann als vom letzten Mal hatte. Das ist so ein, auch diese Honignote, ich glaube, das habe ich letztes Mal bei der 120er auch gesagt. Bei der 120er war ich der Meinung, die war noch relativ hell. Die geht hier jetzt schon, das geht schon so Richtung, ist Kleehonig so ein dunklerer? Ich glaube, Kleehonig ist ein bisschen dunkler. Noch nicht ganz Waldhonig, aber es ist schon intensiv und es hat wirklich eine schöne Kombination aus Frucht und Karamell. Dann gucken wir jetzt mal das englische Crisp. Der Geruch war jetzt nicht irgendwie besonders zu bemerken, außer dass es auch so karamellig war. Ja, sehr intensive Karamellnote, sehr clean tatsächlich, finde ich. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel mit dem Thomas Fawcett Pale Crystal vergleiche, was ja total komplex war, ist das einfach so diese Idee, wenn man so ein Fudge heißt das, ne? Fudge ist diese weiche Karamellmasse in England, die meistens mit Sahne und verschiedenen Geschmäckern verfügbar ist, aber meistens so ein Sahne-Karamell, die so auf der Zunge zerschmilzt. Und so in die Richtung geht das, ja, so eine vanillige Art irgendwie, als wäre das Karamell doch irgendwie was Helleres. Gleichzeitig ist es aber auch schon so ein bisschen kratzig, also schon so ein bisschen angebrannter und ja, weniger fruchtig frisch. Was macht das Warminster? Gucken wir mal. Riecht sehr ähnlich. Ja, da kommen ein bisschen mehr noch Früchte hinzu.
Und zwar würde ich sagen, es geht so in Richtung Birne. Und der Karamellcharakter ist sehr ähnlich wie bei Crisp, aber noch so ein bisschen mehr Richtung Honig. Ne? Also das ist so ein bisschen mehr Honig als richtig karamellig. Und das Crisp ist dasjenige, was wirklich den Karamell auf höchster Stufe stellt. Das ist auch so, entspricht so dem, was ich bisher so gehört habe. Ist schön, das mal nachzuempfinden. Ich finde es sehr viel schwieriger bei diesen hier, bei diesen dreien jetzt, irgendwie so eine klare Abgrenzung zu finden. Die sind alle nur Nuancen von einem sehr ähnlichen Geschmackseindruck, muss ich sagen. Deswegen denke ich, ich probiere die einfach nochmal und achte nochmal ein bisschen genauer auf irgendwelche Details jetzt, wo ich es alle schon mal probiert habe. Ja, genau. Mischung, das kommt sehr spät irgendwie im Mund. Das ist ganz verblüffend. Bei allen dreien. Also ich habe da am Anfang nur so ein bisschen Getreide und dann plötzlich wusch. Hier diese Kombination aus Frucht und Karamell. Also das ist wirklich sehr beeindruckend. Wobei der Karamell wirklich eher so ein Honig ist. Also bei weitem weniger ähm, zuckrig. Ja, wirklich am intensivsten so eine Art, dunkles Karamell. Ja, das passt schon. Genau, also es hat am meisten dieses, was man im Englischen vermute ich bin mir mit den Vokabeln ja auch nicht ganz sicher, als Toffee bezeichnet, nämlich so ein Karamell, der wirklich leicht angebrannt schmeckt. So stelle ich mir das immer vor. Genau, nur mal den Warminster als letztes und dann können wir es eigentlich zusammenfassen. Definitiv anders. Also kann man jetzt nicht sagen, ja, die Englischen, ne, die sind alle gleich oder so. Das ist dafür doch zu nuanciert, auch wenn Crisp und Warminster sehr ähnlich wohl herstellen. Warminster ist die älteste Melzerei und macht das Ganze auch auf den Böden. Crisp ist, glaube ich, ein bisschen größer, ein bisschen kommerzieller. Also ein bisschen industrieller, muss man sagen. Kommerziell sind die alle. Aber ja, Crisp gilt halt schon so als Koryphäe, weil halt viele Brauereien das benutzen und das besonders bekannt machen. Bei Warminster weiß ich natürlich nicht, wie viele Brauereien das sind, ob das vielleicht sogar mehr sind oder so. Ich weiß nur, dass es in den Hobbybrauerforen nicht so oft erwähnt wird. Also hier irgendwie eine bisschen hellere Note, ein bisschen mehr so von beidem etwas. Das Bestmalz ist jetzt im Vergleich das fruchtigste, auch wenn das ja bei den anderen Tests immer eher so in der Mitte war, während Weyermann so total clean fruchtig war. Dementsprechend muss ich mir jetzt ein bisschen vorstellen, wie die Referenz hier ein bisschen verschoben ist. Also ich denke, im Vergleich mit anderen deutschen Karamellmalzen wäre wahrscheinlich das Crisp so richtig dunkel, richtig kräftig Richtung Karamell. Aber halt, es ist ja jetzt nicht so ein 200 EBC oder 300 EBC Karamell, sondern es ist immer noch eins von den hellen. Das ist hier nichts mit den dunklen Pflaumen im Geschmack oder richtig verbrannt oder so. Das ist alles nicht. Es ist halt nur einfach ein klein bisschen schärfer beim Crisp, ein bisschen weniger scharf bei Warminster und bei dem Bestmalz würde ich das gar nicht wahrnehmen, diese Art von scharfer Karamellnote. Genau. Das Warminster ist relativ komplex, finde ich. Ich finde, das Crisp ist relativ clean, eben nur Karamellnote und das Bestmalz ist dann wirklich so, zwei verschiedene Geschmackskomponenten, die man einzeln rausschmeckt. Jo, damit würde ich das Video auch beenden. Dann haben wir jetzt eine schöne Übersicht darüber, wie diese Malze sich verhalten. Vielleicht ist das ja für euch auch interessant, wenn ihr Rezepte plant und wissen wollt, was nehmt man da am besten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich meine, als nächstes mache ich eine Zuschauerverkostung. Mir hat jemand Biere geschickt, die ich dann verkoste. Mal gucken, wie das wird. Also dann, macht's gut. Tschüss.